Bevor wir jetzt anfangen, gibt es einen kleinen Einschub. Habe ich nachträglich aufgenommen, schieben wir jetzt quasi rein. Ich wurde gestern von dem Deutschen Roten Kreuz angeschrieben auf Instagram, ob ich so nett wäre und helfen würde beim Sammeln von Spenden, beim Unterstützen. Aktuelle Lage Ukraine, Russland, ihr wisst selber, was los ist. Unten, wer unterstützen möchte, alle Infos in der Infobox, Spendenlinks. Ihr könnt sicherlich auch anders unterstützen. Jede Hand ist nützlich. Also von daher vielen Dank, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Und jetzt viel Spaß, erstmal Spaß mit dem Video. Viele nutzen es ja auch als Ablenkung. Also bis dann. So Leute. Tja. Wir fahren heute mit dem Venus-Fass Gerste. Unser 8R ist leider kaputt. Da kommt Öl zwischen Motor und Getriebe raus. Wir haben das schon an der Werkstatt gemeldet. Die haben aber gesagt, ja, wir haben jetzt mal, heute ist Freitag. Heute ist Freitag der, keine Ahnung, 4.? Ich glaube 4. Dienstag war der 1., ja. 4. Und deswegen quasi, ich darf nicht mehr quasi fragen, sagen, warum sage ich so oft quasi in letzter Zeit? Und die haben gesagt, ja pass auf, wir haben vor Montag haben wir keine Zeit. Ja, von daher haben wir gedacht, nee, jetzt hängen wir jetzt erstmal hier um und dann lassen wir den 8R stehen und fahren den Motor früh rüber. Es ist ja eh nicht eilig. Also haben wir heute 2 Zubringer. Ich weiß gar nicht, warum ich so oft quasi sage. Was ist denn los mit dir, Hannes? Also haben wir heute 2 Zubringer und wir müssen gucken, wie es vorangeht. Ich bin eigentlich irgendwie ganz froh, dass das jetzt passiert und nicht, wenn wir vor der Striptill fahren, weil mit dem 39 wären wir nicht vom Striptill klargekommen. Mit der Schlitze geht das so einigermaßen. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, bisschen Hydraulikleistung hat er. Ja, er hat schon die große Pumpe drin, aber trotzdem müssen wir halt relativ viel Gas geben beim Pumpen. Aber das zeige ich euch, wenn wir da sind. Ich fahre jetzt erstmal los. Ein netter Vorteil ist natürlich, wir brauchen kein Begleitfahrzeug. Wir sind quasi schmal. Quasi, warum sage ich denn so oft quasi, Herrgott? Ist das neue so? Nein. Wir sind ja ziemlich schmal. Ich hole euch nachher dazu, wenn wir beim Feldweg angekommen sind. Bis gleich. So, legen wir mal los. Wir sind jetzt so 10, 15 Kilometer, 10 Kilometer von uns weg. Vielleicht auch nur 8. Wir holen heute die Gerste von meinem Nachbarbetrieb. Der sitzt ja quasi, oder der sitzt ja da hinten. Mensch, Hannes ja auf quasi zu sagen. Der sitzt ja da hinten und genau, Achse müssen wir noch ausschieben. Ist natürlich weich, definitiv. Also ich denke, wir fahren heute hier noch auf dem Weizen und dann ist auch irgendwo Schluss. Ich habe das jetzt so gemacht, ich fahre die Ausschiebeachse immer zum Vorgewende ein, dass ich auf der Fahrgastenspur eine ganz schmale Spur ausfahre. Und dann sieht das Ganze so aus der Kabine. Bin jetzt runtergegangen auf 8,5 km/h. Also es ist so, ich kann natürlich Fullspeed fahren, ganz klar. Ich habe auch 750er Zapfwelle drin, nee 45er Eco. So sieht das ja jetzt aus. Und das war die allererste Bahn. Und da läuft halt relativ viel obendrauf noch da, gerade in der Mitte. Ich habe jetzt nochmal den Schadruck ein bisschen höher genommen. Und ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Dadurch ist die Flüssigkeit, also beziehungsweise dadurch ist der Spalt halt ein bisschen länger auf, bevor er wieder so ein bisschen zugeht. Und dann hat die Flüssigkeit mehr Zeit da reinzulaufen und dann ist auch nicht so viel Druck. Also wenn wir ja Vollspeed fahren, ist das ja auch so, das kommt ja richtig mit dem Schwall da raus und spritzt aus dem Loch wieder rein. Das sieht deutlich besser aus, muss man sagen. Jetzt habe ich wirklich nur Streifen und auch so kein Verplätschern oder so. Also das war hier halt der Anfang. Sieht gut aus, aber was mir hier aufgefallen ist, hier in der Mitte, ich weiß nicht, ob das Wildschaden war. Wildgänse hatten wir auch sehr viel. Hier in der Mitte ist ein bisschen weniger Feldaufgang, so auf den Bergen. Auf den Kuppen, sagen wir mal so, sieht es ein bisschen besser aus, aber ich denke, das verwechselt sich jetzt die Tage. Hier war Tigerdrill. Die Sorte heißt Informa. Bin ich gespannt. Und ich denke, ich werde dann Montag, Dienstag anfangen mit Dünger. Meine Jungs fahren erstmal wieder auswärts Zubringer. Das ist immer so abgesprochen, dass ich jetzt, wenn wir halt bei uns nicht fahren, dass wir halt da fahren können und dass wir halt gemeinsam so ein bisschen fertig werden. So, wir kommen ja eh erstmal bei uns nicht voran.
Weil alle anderen, also dieses Jahr steht mein Getreide auf unseren stärksten Böden und die sind alle 40 bis 60 Bodenpunkte. Alles hier raus, relativ hoher Tonanteil. Vielleicht könnte man auf der Fläche fahren, wo wir diesen ganzen Sortenversuch haben, mit der Primera, mit der Clayton und mit der Tigerdrill. Aber da ist der Punkt halt, wir müssen so ziemlich dicht an eine Waldkante ran und die Waldkante ist richtig wassergetränkt. Da kommt ja nie Sonne hin den ganzen Tag und da war auch im Herbst schon zu viel Wasser. Da haben wir im Herbst schon die Kante gar nicht gedrillt, kein Vorgewende gemacht. Und das ist da immer noch sehr, sehr nass und schmierig. Deswegen lassen wir es da erstmal. Und ich weiß auch noch nicht, was ich an der Waldkante, da werde ich irgendwas nachdrillen, ich weiß noch nicht was. Eventuell irgendwas, was gleichzeitig reif wird. Vielleicht mache ich da noch einen Sommerweizen mit rein oder sowas, dass man das gleichzeitig mit abdreschen kann da oben an der Kante. Ja, ich hatte da jetzt 3 Jahre einen Blühstreifen dran, aber nur auf die ersten 12 Meter. Und jetzt sind das ungefähr so 30, 40 Meter. Das sind schon 2 Hektar oder so, die dann da liegen bleiben. Und ja, dieses Jahr ist ja jeder Quadratmeter Geld wert. Aber wir haben ultra hohe Kosten. Also ihr müsst mal verstehen, wir kommen von 10.000, 12.000 Euro für die erste Gabe Dünger zu 60.000. Beziehungsweise 60.000 nicht, aber so 40.000, 45.000 Düngerkosten nur für die erste Gabe, nur fürs Getreide. Pflanzenschutz ist auch hochgegangen. Klar, viele sagen jetzt, ja, ist ja gut, dann wird ja weniger Pflanzenschutz ausgebracht. Na klar, ist das auf der einen Seite gut. Auch Dünger wird weniger ausgebracht, weil es teuer ist. Landwirte suchen sich Alternativen, sie gucken, ob sie mit weniger klarkommen. Der Punkt ist aber, die Getreidepreise gehen ja durch die Decke, weil niemand weiß, wie hoch ist die Versorgung im Herbst, im Winter für die Bevölkerung. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir haben gerade Krieg in der Ukraine und die Ukraine versorgt aber Europa mit 50% des Weizens. 50%. Und deswegen ist das, glaube ich, umso wichtiger, dass auch alle was zu essen haben. Wir haben eine moderne Zeit, quasi ist jetzt wieder ein blödes Wort. Wir sind ja ein modernes Land oder es ist ja eine moderne Welt heutzutage. Und für viele ist es halt selbstverständlich geworden, dass man im Supermarkt geht und alle Produkte sind immer da. Corona hat uns aber schon so ein bisschen gezeigt, jo, das ist aber nicht immer so. Das gibt Probleme. Und jetzt, dadurch ist die Versorgung noch massiver gefährdet. Und machen wir uns nichts vor, durch die ganzen Verbote von Pflanzenschutzmitteln, von also Stilllegung 2023, 4% Pflichtstilllegung für alle Betriebe, 4%. Versteht ihr, wie viel das ist? Also nur um euch mal vor Augen zu führen, wie viel das ist. 6% des gesamten Anbaus in Deutschland, also 6% aller Fläche, ist Mais für Biogasanlagen. 6%. Und wir sollen 4% stilllegen. Versteht ihr? Also wisst ihr quasi, wie viel das ist? Also damit ihr eine Vorstellung habt. Das ist fast so viel, wie die Biogasanlagen quasi alle verbrauchen. Zum nächsten Thema. Ja, da wird ja auch noch, also einfach nur mal ein kleiner Ausblick. Zum nächsten Thema Biogas wird ja auch mal viel gesagt. Das nimmt ja so viel Fläche weg und das nimmt die Nahrung weg. Also diese 6% haltet man im Hinterkopf. 6% der Fläche. Ich habe das letztens mal, Moment, ich muss hier bloß einmal mich konzentrieren. Ich habe das letztens mal durchgerechnet. Also würden wir auf 6% der Fläche Getreide anbauen, ich habe letztens das im Kommentar sehr ausführlich geschrieben, also würden wir statt den 6% Mais, würden wir da Weizen drauf anbauen, würden wir 6 Millionen Tonnen mehr Getreide ernten für die Nahrung. 6 Millionen Tonnen. 18 Millionen Tonnen im Jahr werden an Lebensmitteln weggeworfen. Also nur mal zur Vorstellung, also wo die Probleme tatsächlich liegen. 18 Millionen Tonnen werden weggeworfen und Biogas nimmt im Prinzip 6% der Fläche für den Nahrungsmittelbedarf weg. Und wenn wir es global sehen, 1,2 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden im Jahr weggeschmissen. Das ist eine Zahl, die kann man sich nahezu nicht vorstellen. Ich habe die Zahl gelesen, könnt ihr alles nochmal, das gibt so viel Informationen im Internet darüber, könnt ihr nochmal nachlesen. Es wird 1/3 aller produzierten Nahrungsmittel weggeworfen. 1/3.
Überlegt mal, wie krass das ist. Es zeigt aber auch die Potenziale, die wir noch in der Welt haben. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber nur mal um zu sehen, also über was wir reden. 6% verbraucht ungefähr die Biogas und 4% sollen wir stilllegen. Der nächste Punkt ist ja, wenn wir, oder beziehungsweise wenn der Handel momentan abartig viel Geld zahlt für Mais, für Raps, also Körnermais, für Raps, für Weizen, dann sind natürlich auch alle Landwirte interessiert. Jo, da muss ich ja eigentlich Weizen anbauen, dann muss ich ja mehr Raps anbauen. So verschiebt sich der Markt. Die Biogasanlagen haben dann mehr Probleme, an Substrate zu bekommen. Die suchen sich dann wiederum Alternativen. Die gucken, dass sie mit mehr Mist klarkommen, mit mehr Gülle, eventuell mehr Abfallstoffe. Aber das ist ja interessant. Das ist ja der Markt, wie er sich entwickeln soll und wie das ja auch eigentlich sich alles entwickelt. Das muss man verstehen, dass Märkte sich halt entwickeln und Märkte immer dynamisch sind. Und das ist halt so der Punkt. Oder ich bin gerade aktuell am Nachdenken und zu sagen, okay, ich habe meine Anlage versorgt, ich habe meinen Nachbarn versorgt. Der hat schon gesagt, du, er braucht dieses Jahr ganz wenig Mais-Silage. Ich gucke, wie viel ich brauche und bin dann überlegen, okay, du machst jetzt nicht 100 Hektar Silage-Mais, sondern du machst vielleicht 100 Hektar Körner-Mais. Den lässt du dreschen am Ende und hast da zusätzliches nochmal Vermarktungspotenzial. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt Silagen produziere, die ich ja eigentlich nicht brauche und sozusagen erstmal mir hinkipp und was am Ende 500.000 ist, die mir auf dem Konto fehlt, wo jetzt momentan Cash is King. Ne? Also wenn ihr Geld habt und ihr könnt ihr momentan ultra gut und ultra gut nicht, aber ihr kommt noch an Ware und ihr kommt noch an Dünger und ihr kommt noch an Pflanzenschutz. Und wir wissen ja nicht, wie es in Zukunft ist. Deswegen Cash is King und momentan ist eine verrückte Situation. Da muss man einfach von heute zu morgen denken und gucken, ja, dass man vielleicht am Ende des Jahres die Hallen voll hat mit Getreide und das ist vielleicht mehr wert als Geld auf dem Konto. Mein Gedankengang dazu. So, schieben die Achse ein. Und Fass ist jetzt leer. Ich könnte es euch, wir haben ja noch Zeit. Wir mussten jetzt, Svenny war jetzt gerade los, nochmal einen Schlauch holen. Wir haben da ist so ein, kennt ihr diese derben schwarzen Schläuche? Die sind da, also die derben schwarzen Schläuche, die hat die Anlage als Schlauch zum Ankoppeln. Ey, da brauchst du fast 2 Mann für, um die zu bewegen, weil die so steif sind. Ich gucke gerade, wer da hinten Dünger streut. Weil die so steif sind. Jetzt waren wir nochmal los, haben Schlauch von uns geholt. Wir haben normalerweise eigentlich die immer drauf, aber wir sind noch nicht so richtig im Flow drin. Wir haben eigentlich auch mal ein Stahlseil mit drauf, das ist auch noch nicht mit drauf. Das fiel uns auch heute Morgen ein, als wir jetzt hier standen. So richtig im Flow sind wir noch nicht. Wir brauchen noch einen Moment dieses Jahr. Also seht ihr, so sieht das jetzt erstmal aus. Also hier ist definitiv, ja, wir haben auch viel Regen gekriegt, also zwischen 200 und 300 mm. Allein vorletztes Wochenende 70 mm, sieht man auch hier, ne? Hier stand halt ein bisschen Wasser, aber wenn an einem Wochenende 70 mm kommen, auf dem wassergesättigten Boden, und dann seht ihr auch, hier fehlen Pflanzen. Dadurch, dass sie da vorne da sind und da wieder da sind, denke ich, das ist hier, entweder war hier Wildschaden, hier wurde gewühlt, hier waren Gänse, die haben es weggefressen. Viele Varianten. Jetzt haben wir ja auch so viel Regen bekommen, dass man hier auch keine Spuren mehr sieht. Abgefressen sieht jetzt hier nichts aus, aber wenn es im Herbst halt war, sieht man es auch nicht. Wir sehen jetzt hier auch, die erste Vogelmeere kommt. Hier war übrigens das Mais-Bohnen-Gemisch. So, und so sieht das jetzt hier aus. Das heißt, wir fahren jetzt hier 8 km/h, wir sind schon langsam dabei. Hier auch in meiner Spur. Na, also wir haben jetzt hier natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen rüberfahren und die Fläche fester machen, dann haben wir hier natürlich das Material, so hier rechts und links mit rausgeht. Aber hier, der Hauptteil sieht halt wirklich gut aus. Und da muss ich sagen, gefällt mir das Schlitzen echt wunderbar. Gefällt mir echt wunderbar. Jetzt gucken wir natürlich, wie es in den... Hier seht ihr den Unterschied. Das war die erste Bahn heute Morgen. Da habe ich halt noch ein bisschen an meiner Einstellung gefeilt. Und so sieht das jetzt hier hinterher aus, wenn ich das ein bisschen optimiert habe mit Schlitzdruck. Meiner Meinung nach auch ohne einen Proportionalregler. Das heißt, dass ich die Schlitze entlasten oder belasten kann. Funktioniert Schlitzen meiner Meinung nach auch gar nicht. Wir haben immer noch eine Entlastung. Das heißt, ich kann 12 Stufen entlasten, 12 Stufen belasten und die 0 dazwischen wäre quasi, wäre das Eigengewicht. Versteht ihr? Das heißt, ich fahre jetzt auf 5, heißt das. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Druck das ist. Auf -5. Das heißt, mehr als die Hälfte des Gewichts wird noch entlastet.
Und wenn ich halt 0 fahren würde, wäre die komplette Schlitze mit der Eigenlast drauf. Aber das ist zu tief. Da gehen die Scharen so tief, die Scheiben, dass es halt ein bisschen Erde aufschiebt. Und das wollen wir nicht. Deswegen braucht man das unbedingt, um da richtig arbeiten zu können. Ja, Luft habe ich heute abgelassen. Hier, wir fahren hier 0,8 Bar. Da ist auch 0,8 Bar. Die haben 1,2. Ist halt doch relativ schwer mit der Schlitze alles. Und laut Reifenindex-Tabelle ist 1,2 das untere Minimum. Ja, so sieht das hier aus. Was man natürlich auch sieht, die Spur an sich ist jetzt ein bisschen ausgefahrener als beim 8R. Gerade wenn wir jetzt hier mit Doppelbereifung fahren und Ausschiebeachse. Da sehen wir jetzt ein bisschen mehr, gerade wenn das Fass voll ist. Aber wir haben halt hier wieder den Vorteil, dass wir am Vorgewende halt weniger wegfahren. Weil wir halt nicht immer die Zwillinge fahren und wir können halt die Reifen reinfahren. Jo, bis später erstmal. Und damit wunderschönen guten Morgen. Hier auf Montagmorgen. Könnte der 6. sein. Ich glaube Montag früh, 6. März. Wir fahren jetzt den 8R in die Klinik. Wir haben gerade noch eine Menge Öl nachgekippt und ich habe noch Luft gepumpt. Zwillinge sind ab, Leute. Da, Zwillinge sind ab. Damit ich jetzt hier ohne Heckmeck zur Werkstatt fahren kann. Die können ihn zwar mit Zwillingen in der Werkstatt reparieren, aber in der Vergangenheit war es auch so, da mussten wir morgens eigentlich um 5 Uhr los, damit wir keinen Verkehr haben auf der Strecke. Und ja, Getriebe, da. Sagen wir ihm jetzt, er soll immer im 13. Gang anfahren, dann ist er ein bisschen spritziger, aber spritzig ist das Ding wirklich nicht mit den ganzen Gängen. Also für Transport wirst du das Ding nicht geschenkt haben, das ist wirklich so. Also wer überlegt, sich einen Trecker zu holen von John Deere mit E23 Getriebe, Leute, aber nicht, wenn das Ding irgendwann mal im Transport fahren soll. Macht den Kram nicht, ey, das ist die Hölle. Das Ding ist so schwerfällig. Ich meine, vielleicht ist das auch schwerfällig, weil es der 8R ist, aber an sich das Getriebe, also das ist kein Vergleich zu einem Vario oder ein stufenloses oder ein ZF-Getriebe. Ja, ein großer Punkt, den ich hier anmerken muss, beim 8R, das war damals bei New Holland auch so, Getriebe und Hydraulik ist ein Tank und das ist ein Kreislauf und das ist richtig belastend. Also stellt euch vor, euch platzt ein Hydraulikschlauch, ihr habt kein Öl mehr drauf und ihr müsst dann euch Öl bringen lassen, weil ihr dann auch gleichzeitig nicht mehr fahren könnt. Wenn der Tank alle ist, ist der Tank alle vom Öl. Das ist belastend, das hatten wir bei den New Holland auch, das ist richtig anstrengend. Deutlich besser ist es da wie bei Fendt oder so, ein getrennter Kreislauf. Man hat nämlich auch das nächste Problem, wenn die dann auch ein ganz spezielles Getriebe-Hydrauliköl haben. Stellt euch das vor, mal fährt der 8R vom Güllefass, mal fährt der 900er Fendt und dann mischen sich die ganzen Sorten wieder. Auch blöd, auch blöd. So, aber jetzt geht die Fahrt hier ab. Viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, Johannes, du hast ja PowerGuard, so heißt die Garantieverlängerung, ja 4 Jahre insgesamt oder 4000 Stunden. Hast du ja bei dem 8R. Du kriegst einen Ersatzschlepper. Ja, würde ich bestimmt kriegen, habe ich jetzt nicht nachgefragt. Der Punkt ist aber, ich könnte die ja gar nicht gebrauchen. Wir haben ja am Freitag wieder angehalten mit den Gerres-Fahren, weil die Bedingungen einfach zu feucht waren. Also da war es noch okay, das war noch ein relativ sandiger Standort. Da wo die Gerste ist, ist auch ein sandiger Standort. Jetzt der restliche Weizen steht aber auf relativ gutem Boden und der ist noch so richtig wie Knete. Also da müssen wir wirklich noch ein bisschen warten. Ich würde sagen bis Anfang nächster Woche ungefähr. Ansonsten, heute haben wohl die Gülleketten alle so ein bisschen richtig angefangen. Ein Zubringer fährt heute beim Nachbarbetrieb zu. Genau, und Svenny holt Rindergülle für die Biogas. Dann machen wir Haus- und Hofarbeiten. Und Detlef hat heute Termine. So, aber ab morgen sollten wir eigentlich beim Nachbarbetrieb, aber da ist das Samsung fast kaputt, da ist das Radlager kaputt, das zweite dieses Jahr. Da sollten wir eigentlich ab morgen fahren. Fahren wir jetzt aber ab Mittwoch. Der bereitet schon die Maisflächen vor. Da wäre mir auch noch ein bisschen zu heiß, aber macht er. Also mir wird noch zu früh, aber meistens sind die Betriebe dann so groß, die kommen nicht rund. Also die brauchen dann ihre 3-4 Wochen. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit mitfahren. Also ich denke mal bis nächste Woche Montag
werden wir noch fahren, also bis zum Wochenende. Samstag wird er sicherlich auch fahren. Und Montag fahren wir dann unsere Gerastem Getreide fertig. Weil die ganze Woche soll es jetzt noch sonnig und schön werden, aber auch tagsüber nur so 6, 7 Grad, nachts Frost. Da trocknen die Böden ja nicht richtig viel ab, sondern nur minimal. Eigentlich wäre es schöne Bedingungen, um auf Frost zu fahren, aber das ist nach neuer Düngeverordnung verboten, Leute. Da vorne kommt noch ein schönes Fass, das können wir uns noch angucken. Also heute sind alle unterwegs, Leute, wirklich alle. Also mir kam heute Morgen schon der Holmer entgegen hier vom Nachbarbetrieb da vorne. Das ist jetzt ein 1050, der da kommt. Hier fährt alles, Leute. Agrarservice MV. Zubringer noch dahinter. Und die meisten fangen jetzt an mit den Maisflächen. Also ich fahre jetzt erstmal das Getreide fertig und ich wollte mit den Mais-Sonnenblumenflächen so um den 15., 20. anfangen. Ich wollte dieses Jahr, also letztes Jahr war ja Stress pur, da haben wir ja am 12. April anfangen müssen, weil das Vollmer viel zu spät kam. Ich wollte dieses Jahr am 15. März, sodass das, egal wenn noch was passiert, wir haben ein bisschen Polster und wollte die Sonnenblumen eigentlich dieses Jahr auch vor dem Mais legen, also so um den 20. April, weil wir können eigentlich auch ein bisschen Frost ab, so -2, 3. Und danach den Mais oder zumindest halb-halb, Hälfte Sonnenblumen, dann Mais, dann die Hälfte des Rests. Weil mein Nachbar macht das schon jetzt, hat er schon 2 Jahre, der baut ja zusammen mit mir Sonnenblumen an, da kommt der nächste Zubringer. Und macht das schon jetzt 2 Jahre, die Sonnenblumen früher zu legen und der hat damit jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Mach ich das jetzt auch. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, viele haben jetzt gerade zu euch gesagt oder haben mir geschrieben, jo, kannst du denn, wenn du vielleicht Straße fährst, vielleicht eher mal die Straße filmen, anstatt die ganze Zeit immer dich? Ja, gar kein Problem, das kriegen wir ja wohl hin. Aber soweit erstmal. Habt ihr erstmal die aktuelle Situation. Gucken wir, was wir diese Woche noch machen. Also richtig ist das ist aber so typisch irgendwie. Jedes Jahr so richtig muss man dann warten, dann kann man nur so ein bisschen Teil abarbeiten, kommt nicht richtig voran. Und dann mit mal kommt wieder alles volle Power. Komplettes Programm. Bis später dann erstmal, Leute. Bis später. Weiter geht's, Leute. Heute ist Dienstag. Gestern haben wir den 8R weggebracht, wie im Video schon gesagt. Und haben wir denn noch gemacht? Ja, relativ viel Bürokram. Wenn ihr euch fragt, was macht ihr denn gerade eigentlich alles? Wir bauen gerade für FotoXL einen neuen Shop. Wir ziehen um. Wir sind jetzt bei der alten Software, hat man relativ hohe Hostingkosten vom Server, von den ganzen Lizenzen im Jahr, wo das schon doch 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr sind. Und da gehen wir jetzt weg, bauen ein neues Shop-System auf, ist auch deutlich schlichter, ist ein bisschen aktueller vom Design, ist viel, viel besser, wie ich finde. Und ja, da bauen wir aktuell und es ist eine Menge Arbeit dahinter und man spricht sich dann immer wieder ab mit den Designs, vergleicht, was macht man. Deswegen, das machen wir aktuell auch. Jetzt ist eigentlich wieder, genau, dann war eigentlich der Plan, dass wir diese Woche beim Nachbarbetrieb fahren. Zubringer. Der hat ja einen Samson fast Dreiachser. Und nachdem er dieses Jahr schon einmal ein Radlager kaputt hatte er dann Freitag nochmal eins. Und das ist, ich glaube, er kriegt morgen erst die Teile. Und geht morgen dann erst wieder weiter. Und dann hätten wir erst ab Donnerstag fahren können. Und wir waren heute beim anderen Kunden, wo wir mit Zubringer unterwegs waren. Und da sind wir jetzt gerade fertig. Also jetzt ist 14 Uhr. Und um 13 Uhr irgendwas haben die angerufen und haben gesagt, jo, wir sind dann fertig. Jetzt rücken wir zu uns und machen dann bei uns weiter. Und dann würde ich erst mein ganzes Getreide fertig machen. Ich war gestern mit Anton eine Runde gucken, so bei unseren ganzen Felder und Flächen. Und man muss sagen, wirklich jetzt am Wochenende ist wirklich gut abgetrocknet. Wir haben heute wir haben jeden Tag Sonne. Wir haben auch -5 Grad, aber wir haben jeden Tag Sonne. Und das ist eigentlich vielversprechend. Also von daher sahen die Flächen gut aus, obwohl das jetzt doch deutlich stärkerer, festerer Boden ist. Denke ich mal, wird das trotzdem gut laufen. Ja, deswegen legen wir jetzt erstmal los. Dann, glaube ich, schmeiße ich euch heute mal Drohnenaufnahmen rein. Letztes Mal habe ich vergessen, welche zu machen. Ja, vergessen. Und dann am Vorgewende fällt ihr das dann auch wieder ein. Und dann habe ich auch gedacht, naja, jetzt am Vorgewende fliegt sich das halt blöd. Gleichzeitig Vorgewende fahren und Drohnenfliegen ist immer nicht so geil. Deswegen mache ich das erstmal so. Und dann hole ich euch nachher wieder dazu. Und dann, heute sind wir auf dem Versuchsfeld vom Weizen. Also mit den ganzen unterschiedlichen Saatvarianten. Gucken wir uns nachher nochmal an. Da haben wir doch einen hervorragenden Sonnenuntergang, oder? Das sieht doch mal super aus.
So Leute, was kann ich euch sagen? Das Stück ist relativ lang, wie ihr seht, da hinten und da hinten. Ich komme ja, einmal rüber und habe dann noch so 100 Meter. Aber ich fahre dann alles über die Fahrgasse sozusagen zurück und am Vorgewende rücken die Zubringer dann mit. Was kann ich euch sagen? Die beste Ergebnis auch beim Schlitzen hat Kleden. Wir haben gerade hier Kleden. Ist bloß ein bisschen schwierig. Auf der Kleden könnte ich ein bisschen tiefer schlitzen. Hier also. Wenn ich aber auf der Tiger Drill bin, habe ich halt ein bisschen zu viel Tiefe an der Schlitze. Deswegen muss ich da so einen Kompromiss finden. Hat man ja auch, normalerweise hat man das ja nicht. Also Kleden hervorragend befahrbar. Primera auch hervorragend befahrbar. Das ist Primera. Nee, das ist Tiger Drill hier. Das ist Tiger Drill. Ich war gerade da unten im Bereich, das ist ein bisschen feuchter. Tiger Drill sofort versackt. Was heißt versackt? Aber sofort die Reifen weg. Zur Kleden rübergefahren, da konnte ich dann weiterfahren. Dann ist natürlich schwierig, nach dem Schlitzen das zu sehen. Aber hier muss man ein bisschen gucken. Wenn jetzt Gereste drauf sind, ist es schwierig. Oben am Vorgewende sieht man es einfacher. Dann haben wir hier die Primera. Sehr, sehr fester Boden. Wenn ihr also seht, hier ist eigentlich keine Spur gefahren. Also es ist so krass befahrbar, dass sich noch nicht mal die Stollen füllen. Seht ihr das? Auf dem Acker. Also man rollt da einfach so rüber. Wenn wir jetzt aber hier drüben wieder hingehen. Also das ist eine Fahrgasse, die zählt nicht. Das ist eine Fahrgasse. Aber Fahrgasse bei der Tiger Drill. Also man sieht hier wirklich eine Rinne. Und hier sieht man, das täuscht aber auch teilweise, muss man echt ein bisschen sagen, weil auch immer Gerest an der Oberfläche ist. Hier sieht man Primera. Also muss man sagen, Kleden, Primera von der Befahrbarkeit, da sind Welten zwischen zur Tiger Drill. Und das kann ich mir auch vorstellen, ob das vielleicht ein guter Effekt ist, weil die Befahrbarkeit halt im Frühjahr besser ist, dass die Pflanzen dadurch auch danach noch mal deutlich besser wachsen. Wenn wir da zwar rüberrollen, aber haben halt im Prinzip gar keine Abdrücke. Wie man sieht, ich weiß nicht, ob man es da hinten sieht, da hinten fängt wieder Kleden an. Man sieht wirklich hier, wo wir rüberfahren, hinterlassen wir Spuren. Und hier merkt man sogar, wenn man rüber geht, ist das deutlich fester. Da. Seht ihr das da? Also da hinterlassen wir, also da füllt sich nicht mal der Stollen, wie man das da sieht, ne? Ja, interessant wird es natürlich, wenn wir da in 2-3 Wochen in der AKF da lang gehen und gucken uns das Ganze an, wie sich das verwächst. Also generell ist es so, bei Gerest ausbringen, gerade auch im Bestand fahren, denkt man so, oh Mensch, das sieht gar nicht gut aus, aber nach 2 Wochen siehst du gar nichts mehr, siehst du auch nicht mal mehr, wo du gefahren bist. Wenn das erstmal richtig anfängt zu wachsen, dann ist da richtig Kraft hinter. Ansonsten gefällt mir das mit den Schlitzen deutlich besser als mit dem Bohmich, weil das Ergebnis ist halt immer zufriedenstellend. Also du hast halt, auch wo der Boden fester ist, da hüpft der Bohmich halt nicht oben drauf oder da hüpft er oben drauf, sondern du hast immer den Schlitz und immer da ziehen sich die Gereste rein. Und du kannst halt auch so ein bisschen ja, mit dem Druck spielen. Also da brauchst du natürlich homogene Flächen. Dann kannst du auch ein bisschen döller schlitzen. Also wenn du einheitlich Kleden hast, konnte ich sogar mehr Druck auf die Schare geben. Und dann bin ich da, wo die Reifen fahren, auch deutlich tiefer gekommen und normal gekommen. Hat dann überall so einen tiefen Schlitz. Das sah natürlich hervorragend aus. Was mir auch wirklich hervorragend gefällt, ist, dass man ja, mit die 9 Meter passt man perfekt auf meine 27 Meter Fahrgassen. Das war vorher bei 18 nicht so, da ist man noch dazwischen gefahren. Also das funktioniert schon deutlich besser. Und man hat nicht wirklich mehr Fahrtwege, weil bei uns ist es ja so, wir fahren mit 18 Meter Bohmich und wir kommen ja nicht mal eine Bahn dann rüber. Also dann würden wir ungefähr 3/4 voll fahren. Dann fährst du mit dem vollen Fass wieder halt hin, damit du hinten das Ende wieder anpassen kannst und kommst dann wieder ein Stück zurückgefahren und kommst auch nicht bis zum Ende. Das kann man mit der Schlitze viel besser einteilen. Wenn man jetzt auch noch gewollt hätte, hätte man ja auch machen können, dass man eine Bahn immer leer hat, fährt einmal leer hoch, holt sich das wieder nach. Über die Fahrgasse ist es ja auch kein Problem. Aber mit dem Bohmich oder mit breiteren Verteilern bist du halt ständig auf dem Acker am Hin- und Herfahren, weil das immer nie passt und du immer mal hier leer bist und mal da leer bist und wieder auf halber Strecke. Funktioniert halt deutlich besser hier. Gut, morgen geht's weiter. Morgen früh seht ihr aber dann in der nächsten Folge. Wir müssen heute ist Einsendeschluss für den Donnerstagsvlog. Also hier machen wir den Schluss, morgen machen wir den hier weiter. Und dann weiß ich noch nicht, ich glaube, dann fahren wir auf eine Kledenstück als nächstes.
Ich glaube, die Tigerdrill lasse ich mir bis ganz zum Schluss, damit die Flächen noch abtrocknen können. Ansonsten, von der Luft sieht es vielleicht relativ trocken aus, aber ihr seht, Wasser ist da bis zur Spitze. Wirklich, ne? Bis zur Spitze. Alles klar. Wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. I used to think I had plenty of dreams and light in my life. So my glass was half empty, but you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. My glass was always half empty,